Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du diese Scroll-Animation für ein Instagram CTA erstellst. Das Ganze wieder natürlich mit dem Bricks-Builder und dem Add-on BricsForge, eine neue GSAP-Animation. Ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, starten wir wieder direkt rein. Dazu fügen wir uns zunächst einmal eine neue Section rein. Nennen diese einmal Insta-Section. Setzen einmal das Padding komplett auf 0 und geben der Section eine Höhe von 200 VH. Den Container löschen wir erstmal einmal raus und fügen dafür ein Blockelement rein. Das setzen wir einmal auf relativ, geben ihm eine Höhe von 100 VH. Und setzen den Overflow einmal auf Hidden. Und nennen das Ganze einmal Inner. Und speichern uns das Ganze einmal. In diesem Block zentrieren wir noch einmal alles mit Flexbox und fügen als nächstes noch ein Blockelement hinein und nennen diesen einmal Zoom-Element. Und setzen diesen einmal auf 100% von der Höhe und auf Absolut und setzen die Top-Koordinate einmal auf 0 und können jetzt hier ein Div hineinfügen, das wir einmal Image Wrapper nennen. Diesen setzen wir einmal auf Relativ und können hier schon einmal unser Bild einfügen. Genau, den Image Wrapper müssen wir noch einmal zentrieren. Das Ganze dann wieder hier einmal mit dem Zoom-Element. Und unser Image setzen wir einmal auf Object Fit Cover. Dann auf Absolut und geben ihm eine Breite und Höhe von 100%. Speichern uns das Ganze einmal und können jetzt schon mal unser Bild auswählen. Genau, wir müssen jetzt dem Image Wrapper eine Breite und Höhe geben. Und hier wählen wir einmal 25 VW und eine Höhe von 25 VH. Hier sehen wir unser Bild. Und können uns das Ganze wieder einmal zwischenspeichern. Und im nächsten Schritt duplizieren wir uns einmal das Zoom-Element und können jetzt hier unser zweites Bild einmal ausrichten. Und zwar nutze ich hier wieder die Koordinaten, sage einfach mal Top 20%, beziehungsweise eher 30%. Left sagen wir mal 25%. Schauen wir uns das Ganze einmal an und machen das Foto noch etwas kleiner. Ich sage einfach mal 15 VH, 15 VW und 20 VH. Schauen wir das Ganze einmal an und kann mir jetzt so die einzelnen Bilder rein duplizieren. Ich dupliziere wieder das Zoom-Element. Schaue einmal, welches ich jetzt dupliziert habe. Genau, also die beiden Bilder sind jetzt gerade praktisch hier übereinander. Und kann mir das Ganze wieder ausrichten. Ich sage einfach mal minus 30%. Dann ist das Bild hier oben. Und kann jetzt hier auch wieder die Länge und Breite etwas ändern. Hier ist es natürlich, kann man natürlich sehr kreativ sein, das Ganze so machen, wie man es letztendlich im Endeffekt haben möchte. Ich werde mir das Ganze jetzt hier noch ein paar Mal duplizieren. Das Ganze kannst du jetzt natürlich auch einmal machen. Und ich würde sagen, ich spule einmal ein bisschen vor, weil das Ganze ein bisschen dauert und dann geht es gleich weiter mit der GSAP-Animation.
So, ich habe die restlichen Bilder einmal ausgerichtet und eingefügt. Wir können das Ganze gerne noch einmal durchgehen, dass du meine Einstellungen siehst. Das Wichtigste ist, dass hier mein Bild, das wirklich hier zentriert ist in der Mitte, wo ich keine Koordinaten genutzt habe, um das seitlich zu verschieben, eine Breite von 25 VW und 25 VH hat, damit wir das später gut animieren können. Und meine anderen Bilder kann ich dir einmal zeigen. Das untere Bild unten links hat eine Breite von 15 VW, 35 VH. Habe ich auf 20% Top, 30% Right gesetzt. Und hier einmal meine anderen Einstellungen. Das ist das Bild unten rechts. Und hier haben wir das Bild oben rechts. Und wollen jetzt im nächsten Schritt einmal noch den Insta-CTA einfügen. Dazu dupliziere ich mir einmal das Bild unten links und kann mir das Ganze jetzt einmal nach oben platzieren und lösche hier einmal mein Bild raus, dann das Ganze einmal Icon, Wrapper und ändere einmal hier die Maße von dem Ganzen. Hier will ich einmal 15 und 15 VW. Das passt und setze hier einmal mein Icon rein. Dann setze ich meinen Icon-Wrapper noch einmal auf Flexbox und zentriere mir den Icon. Und wähle mir jetzt den passenden Icon. Genau, stylen tun wir den später und füge mir hier noch einen kleinen Text mit rein. Setze nochmal mein Icon Wrapper auf Vertical. Füge meinen Text ein. Und ja, ich style mir den Text einfach nochmal ein bisschen, mache ihn ein bisschen von der Schriftstärke dicker und setze hier einen Minigap rein, 3XS. Schauen wir das Ganze einmal an und style das Ganze gleich einmal. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Speichere mir das einmal und verteile jetzt jedem Element einmal Klassen. Bevor ich das mache, möchte ich jedem Image Wrapper noch einen individuellen Namen geben. Dazu nutze ich jetzt einfach Zahlen, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Und kann jetzt einmal mit Advanced Thema jedem Element eine Klasse geben. Dazu nutze ich den Class Converter, generiere mir einmal die Klassen. Und im Prinzip können wir jetzt schon weitermachen mit der GZIP-Animation im Bricks Forge Panel. Dazu öffne ich mir zunächst einmal das Panel. Und erstelle mir einmal eine neue Timeline. Die nenne ich einfach mal Insta Section. Und wir möchten das Ganze auf jeden Fall natürlich beim Scroll-Trigger belassen. Und unser Trigger für die GZIP-Animation ist unsere Insta-Section. Das heißt, ich kopiere mir einmal die Klasse raus und trage mir diese hier einmal ein. Und kann jetzt einmal wählen, wann die Animation starten soll. Die soll starten, wenn wir können uns die Animation noch einmal anschauen. Wenn meine Section den Top von meinem Browserfenster erreicht, soll die Animation einmal starten. Heißt, wir können es hier schon einmal Top eintragen. Bedeutet letztendlich, der erste Wert sagt immer oder ist immer praktisch der Indikator für mein Element selbst. Das heißt, der Top-Part von meiner Section und der zweite Part hier sagt einmal,
welcher Teil des Browserfensters gemeint ist und hier eben der Top-Part von meinem Browserfenster und geben im nächsten Schritt noch einmal ein, wann die Animation beendet werden soll. Und diese soll beendet werden, wenn mein Top-Section-Part, also meine Section-Part hier einmal weiter scrollt und 100% praktisch nach oben rausgescrollt ist. Heißt, wir geben hier einmal ein Top, also Top-Section-Part und dann minus 100%. Bedeutet letztendlich, dass ich genau einmal 100 VH oder 100% weiter gescrollt habe, die Section, bis die Animation beendet ist. Im nächsten Schritt nutzen wir noch einmal Use Scrub und Use Pin und tragen hier wieder unsere Insta-Section ein und setzen unser Pin-Spacing einmal auf Disable und können im nächsten Schritt einmal sagen, was animiert werden soll. Wir nutzen hier die Methode From und können jetzt hier einmal unser Center-Element einmal auswählen, also unser Image in der Mitte. Genau, hier habe ich es einmal. Das ist der Image Wrapper 1. Kopiere mir die Klasse einmal raus und trage mir diese hier ein. Und dadurch, dass wir den Image Wrapper in der Mitte einmal auf 25 VW und 25 VH in der Breite gesetzt haben, können wir das Ganze mit 4 duplizieren und haben dadurch eben genau 100 VW und 100 VH von der Fläche her. Das heißt, das Bild wird dann die komplette Browserfläche einmal ausfüllen. Und genau das wollten wir auch erreichen, dass wenn wir die Seite herunterscrollen, das Bild zunächst auf 100 VH und VW von der Fläche ist und wir weiter scrollen und es dann kleiner wird auf die Fläche von 25 VW und 25 VH. Das heißt, das Ganze können wir jetzt einfach einmal mit dem Wert 4 nach oben skalieren und speichern uns das Ganze einmal und schauen uns das auf der Live-Seite an. Ich scroll und sehe jetzt, dass ich hier auf jeden Fall noch einen Fehler drin habe. Und wir schauen uns das Ganze einmal an, woran das Ganze liegt. Genau. Der Fehler ist natürlich, dass wir nicht den Image Wrapper nutzen, sondern wir nutzen unser Zoom-Element als Trigger, weil wir wollen natürlich, dass jedes Element nach oben skaliert und aktuell skalieren wir nur das Bild in der Mitte und wir möchten natürlich hier unser Zoom-Element nach oben skalieren, speichern uns das noch einmal und das Ganze sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ja, okay, das Bild ist auf jeden Fall jetzt auf der kompletten Fläche nach oben skaliert. Wir scrollen weiter und sehen jetzt unsere anderen Bilder in den Viewport kommen. Und das Ganze funktioniert auf jeden Fall schon. Außer unser Instagram-Icon erscheint noch nicht. Und das liegt daran, weil wir gerade eben Klassen verteilt haben. Ich aktualisiere mir einmal hier meinen Browser. Irgendwann zeigt es gerade nicht richtig an. Ist aber auch egal. Wir können einmal unseren Icon hier nochmal auswählen. Den hat er nämlich wieder rausgelöscht. Ich wähle einfach mal Font Awesome Brands und suche mir einmal mein Instagram-Icon. Da haben wir ihn auf jeden Fall schon mal und jetzt müssen wir dem auch noch eine Farbe geben. Dazu nutze ich eine Variable, dunkle Farbe, schwarz im Prinzip und können jetzt hier nochmal eine Größe wählen. Das ist ein bisschen groß. Wir sagen einfach mal 12 und schauen uns das Ganze an. Sieht auf jeden Fall gut aus. Aus irgendeinem Grund ist das Ganze hier im Bricks Builder noch nicht aktualisiert, aber wir schauen uns das Ganze wieder auf der Live-Seite an. Wir scrollen wirklich nochmal von ganz oben nach unten. Mein Bild ist auf 100 VH, 100 UW von der Breite. Wir scrollen weiter nach unten. Meine anderen Bilder tauchen auf. Mein Insta-CTA taucht auf. Ich scroll weiter nach unten. Hier ist schon der Footer. Und das Ganze funktioniert auf jeden Fall genauso, wie es sein soll. Ich finde die Animation auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist was wirklich Einzigartiges, was nicht viele Webseiten haben.
Muss natürlich jetzt noch meinen Instagram-Button hier verlinken. Kann dann auch mit einer Hover-Animation arbeiten, das Ganze noch ein bisschen cool animieren. Was im Prinzip auch noch möglich ist, dass wir die einzelnen Bilder unterschiedlich schnell rein animieren, wobei wir hier fast auch schon so einen leichten 3D-Effekt haben. Aber was man jetzt auch noch machen könnte, wäre, dass man jedem einzelnen Zoom-Element noch eine individuelle Klasse gibt und dann hier verschiedene Scroll-Animationen anlegt und dann hier die Geschwindigkeit der Scroll-Animation verändert oder sogar den Zoom-Faktor letztendlich verändert, dass das Ganze noch so ein bisschen mehr einen 3D-Effekt hat. Aber ich finde, das Ganze sieht auf jeden Fall so auch schon richtig cool aus. Und ja, das war's mit dem Tutorial. Würde mich freuen, wenn dir das Ganze gefallen hat, du die Animation vielleicht auf deiner Seite auch implementierst. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.